Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein August gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Auf was zu achten ist oder was am besten ganz außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Widder im August. Ein Karma-Zyklus schließt sich. Plötzliche Leichtigkeit, Altes wird losgelassen. Karma, du hast deine Aufgabe erfüllt mit Bravour. Kreise. Ganz viele Kreise. Achtet auf eure Räder am Auto oder an euren Fahrrädern, falls ihr eines davon besitzt, vor allem auf die Radkappen. Neue Zuversicht. Neue Menschen, die in dein Leben treten. Schauen wir, worum es geht im Detail. Die Themen, zu viele. Du versuchst Gegensätze zu vereinen. Doch sie sagen, unternehme nichts. Es kommt alles von selbst. Doch du wirst Momente haben, wo du fast verbissen versuchst, einiges unter einen Hut zu bringen. Zu viele. Auch für manch einen. Ihr könnt etwas nicht erwarten mit Ungeduld. Doch sie sagen, der August lehrt dich die Geduld, lehn dich zurück, alles kommt von selbst. Jemand inspiriert dich. Warum? Weil jemand etwas tut oder hat, was dir sehr gut gefällt, was du auch machen möchtest oder auch besitzen möchtest. Doch lass erst, dass sich das Rad des Karmas schließt und auch dann setze die Intention, es kommt ganz von allein auf dich zu. Ja, denn wenn du forcierst, dann wird es langwierig. Setze deine Intentionen, das ist ganz wichtig für dich im August. Jemand ist sehr ehrgeizig, sehr verbissen, um etwas zu erreichen, lieber Widder. Doch pass auf, dass dir in diesem Verbissensein nicht die Luft ausgeht. In irgendeiner Sache sind dir die Hände gebunden. Du kannst nicht so agieren, wie du möchtest. Ja, da sage ich jetzt, das ist gut so. Und du wirst sagen, was? Ich sage dir, warum das gut so ist. Weil du somit auf etwas aufmerksam gemacht wirst von unseren Freunden da oben. Wie viel bist du wert, lieber Widder? Ja, eine vermessene Frage, ich weiß. Doch, woran misst du denn deinen Wert? Kann man deinen Wert überhaupt messen? Oder muss erst dieses und jenes geschehen? Musst du erst dieses und jenes
besitzen, auf das du wertig bist? Gemein, ich weiß. Doch setze dich damit auseinander, denn irgendetwas zieht deinen Fokus so dermaßen ab, auf dass du nicht mehr in deinem ureigenen Flow bist. Es geht darum, dieses Thema, gewisse Themen, bei jedem anders, es ist eine Kollektivlegung, bitte bedenkt das, die Verbissenheit herauszunehmen, mehr das Spielerische einzuladen. Fühlt sich so an, als würdet ihr sagen, ich mache jetzt noch 10 Überstunden, dann habe ich's. Oder ich mache jetzt noch diese letzte Kraftanstrengung, dann habe ich's. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden, um Gottes Willen, versteht mich richtig. Aber es geht um deine Absicht dahinter. Ob du jetzt 10 Überstunden auf einmal absolvierst, nehmen wir dieses Beispiel, oder ob du diese 10 Überstunden auf eine ganze Woche verteilst. Ja, das ist es. Und da kannst du sagen, nee, wenn ich 10 Überstunden auf einmal mache, also was ja so gesehen gar nicht möglich ist, aber ich meine, dann bin ich gut, dann bin ich wertig. Also du verstehst lieber wieder. Geh in deinem eigenen Rhythmus. Ganz wichtig im August. Manch einer von euch bekommt auch eine Auszeichnung oder wird benachrichtigt über eine Auszeichnung, die ihr Ende des Sommers bekommt. Kann in Form von einer Geldausschüttung sein, also Gehaltserhöhung oder Aufstieg generell in der Karriereleiter, wie auch immer. Ja, und dann kommt das Karma, Rad des Schicksals, glückliche Fügung und für dich in diesem Fall, es schließt sich ein Kapitel. Und ich glaube, dieses Kapitel hat damit zu tun, dass du sagst, okay, meine Wertigkeit hängt nicht davon, hiervon oder jevon ab. Für die weiblichen Widder, ihr bekommt um den 15. bis 18. August herum ein Vorgeschmack auf die Leichtigkeit, die euch erwartet, wenn ihr irgendeinen Druck von eurem Äußeren nehmt, beziehungsweise von euren To-Dos nehmt. Also das ist ganz viel. Ich greife das immer auf, weil es ja eine Kollektivlegung ist und für jeden es um etwas anderes geht. Du bekommst Einsichten in die Welt der Regenbogen. Denn unsere Welt ist sehr bunt und dieses Schwarz-Weiß-Denken darf aufhören, lieber Widder, vor allem für die Weiblichen. Ihr setzt euch auch sehr mit Kindern, Kinderthemen bzw. eurer eigenen Kindheit auseinander. Jemand wird euch um Hilfe bitten bzw. um eure Unterstützung bitten. Ja, ihr gebt diese Hilfestellung, ihr gebt diesen Rat, ganz egal, worum es sich handelt, doch ihr tunt da nicht so hinein wie sonst. Und die glückliche Fügung, das Rad des Schicksals, Turnaround um 180 Grad. Alles fügt sich. Es geht um eine Welteroberung. Sie sagen, der Widder muss von seinen verbissenen Ansichten loslassen, um
um die Welt zu erobern. Also eure eigene Welt, nehme ich an. Ja, und da haben wir schon den Abenteurer. Was bist du bereit einzugehen? Wo bist du bereit, Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen? Welche Erwartungen hast du, vor allem vielleicht an ein Wasserzeichen? Übergibst du zu viel Verantwortung? Bei Berührungen explodierst du. Doch Schall und Rauch oder tatsächliche wütende Glut? Das, was beendet wird, wird mit Knall und Knall auf Fall, Fall auf Knall beendet. Weil aus deinem Unterbewusstsein etwas herausgeholt wird. Es darf befreit werden. Du erkennst und bekommst plötzliche Klarheit über Ursache und Wirkung. Und Gesundheit, immer wenn ich niesen muss oder gähnen muss, Blockadenlösung. Also lieber wieder, freu dich drauf, denn es wird leichter. Der ganze Druck, den du dir machst über deine Wertigkeit, darf gehen. Empathie ganz groß geschrieben bei dir. Wenn du willst, kannst du sehr empathisch sein, du steuerst das. Doch es geht jetzt hier um dich. Die Empathie dir selbst gegenüber. Du kannst ein Wasserzeichen auf irgendeine Art und Weise als unangenehm empfinden, im Sinne, triggert dich unterschwellig und bringt deine Emotionen ins Wallen. Doch es geht darum, zeig nicht mit dem Finger, beschuldige nicht, sondern erkenne, dass es die Hilfestellung für dich ist, um zu erkennen, auf dass du Ciao und Adieu zum Karma sagen kannst. Sehr viel Ruhebedürfnis, lange Erholungsphasen, Schlafphasen. Und du wirst auf etwas, ja, schau her, du wirst auf etwas hingewiesen. Die Befreiung, Karma, Adieu. Du bekommst, entschuldigt bitte vielmals, aber wie schon gesagt, niesen und gähnen. Du bekommst den Ruf der Befreiung eines Themas, und zwar, ich kann mich nur wiederholen, das Themas des Druckes, des sich wertig fühlens. Und du bekommst die Antwort, gut möglich, über deine Träume. Ein sehr, sehr großer Segen wartet auf dich, der den Richtungswechsel angibt. Bist du bereit? Bist du bereit? Auf was? Sechs der Stäbe, sehr gut. Zu erkennen und du selbst im Mittelpunkt deines Lebens zu stehen. Ich denke schon. Ein neues Kapitel erwartet dich. Du erkennst, wo du
bisher im Dunkeln getappt bist und du fasst einen Beschluss über die Antworten, die du bekommst. Du beschließt mit einem ganz bestimmten Thema, wie gesagt, Wertigkeit, Druck, was muss ich nicht, abzuschließen. Und plötzlich sind die ganzen Windungen im Schmerz vorbei, lieber Widder. Eine sehr, sehr große Entlastung für dich. Der August glänzt für dich im Bewusstsein und in der Leichtigkeit. Wir machen weiter im Extended, schauen genauer in die Details. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao!